I'm not sure about the octaves. I never had any formal training, and I think maybe it's just that. Er war der Mann mit der eindringlichen Stimme, der dunklen Sonnenbrille und einem Erbe, das den Rock'n'Roll für immer prägte. Doch hinter dem Ruhm war Roy Orbisons Leben voller unvorstellbarer Tragödien. Herzschmerz, Verlust und Geheimnisse, die erst nach seinem Tod ans Licht kamen. Und gerade als die Fans dachten, sie wüssten alles, tauchten seltene, nie zuvor gesehene Aufnahmen auf, die die herzzerreißende Wahrheit über Roys letzte Tage enthüllten. Bevor wir weitermachen, möchten wir Ihre Meinung wissen. Glauben Sie, dass Ruhm jemanden wirklich vor einer persönlichen Tragödie schützen kann? Kommentieren Sie unten 1 für Ja oder 0 für Nein. Roys Leben wurde schon früh von einer Tragödie heimgesucht, vom Verlust seiner Frau bei einem Motorradunfall bis zum verheerenden Hausbrand, dem 2 seiner Söhne zum Opfer fielen. Aber die ganze Zeit hindurch sang er weiter, trat weiter auf, bis zum Schluss. Spulen wir also zurück, um die ganze Tragödie von Anfang an durchzugehen. Die prägenden Jahre von Roy Orbison. Roy Orbisons Reise begann am 23. April 1933, inmitten der ruhigen Ebenen von Vernon, Texas. Er kam als zweiter von 3 Söhnen von Orbie Lee Orbison und Nadine Vesta Schulz zur Welt. Ihre Abstammung geht auf Thomas Orbison zurück, einen irischen Einwanderer, der sich im 18. Jahrhundert in Pennsylvania niederließ. Die Suche nach einer Beschäftigung führte die Familie Orbison 1941 nach Fort Worth, wo sie in den aufstrebenden Flugzeugfabriken nach Möglichkeiten suchte. Roys prägende Jahre spielten sich vor dem Hintergrund der Denver Avenue Elementary School ab, wo er sich in die Kunst der Musik vertiefte. Als ihm sein Vater an seinem 6. Geburtstag eine Gitarre schenkte, fand der junge Roy unter der Anleitung seines Vaters und seines älteren Bruders seine Berufung. Im zarten Alter von 7 Jahren war Roys Schicksal besiegelt und sein Herz für immer vom Sirenengesang der Musik erobert. Beeinflusst von den melodischen Klängen von Country-Legenden wie Lefty Frizzle, Hank Williams und Jimmy Rogers sowie den vielseitigen Klängen von Rhythm and Blues, Tex-Mex und Cajun-Musik erweiterte sich Roys musikalische Palette mit jedem Tag. Sein aufkeimendes Talent fand Eingang in die lokalen Radiowellen, wo er im Alter von 8 Jahren sein Debüt gab und bald Moderator der Show wurde. Als frühreifer Künstler stieg Roys Stern immer weiter auf und gipfelte in einem triumphalen Sieg bei einem Radiowettbewerb und dem Start seiner eigenen wöchentlichen Radiosendung. Als die Pubertät näher rückte, kristallisierten sich Roys musikalische Ambitionen in der Gründung der Wink Westerners heraus, einer Band, die zum Synonym für seine frühe Karriere werden sollte. Obwohl Roy mit Sehschwäche und Problemen mit dem Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte, brannte seine Leidenschaft für die Musik hell und trieb ihn zur Verwirklichung seiner Träume. 1949, im zarten Alter von 13 Jahren, betraten Roy und seine Freunde als Wink Westerners die Bühne und faszinierten das Publikum mit ihren Interpretationen von Country-Klassikern und Big-Band-Hits. In diesen prägenden Jahren festigte sich Roys Entschluss, als er erkannte, dass sein Schicksal im Bereich der Musik lag. Doch auch als er seine musikalischen Ambitionen verfolgte, blieb Roy pragmatisch und schrieb sich am North Texas State College ein, mit der Absicht, als Ersatz ein Geologiestudium zu absolvieren. Doch das Schicksal kam dazwischen, als die Nachricht vom Plattenvertrag seines Schulkameraden Pat Boone Roys Leidenschaft neu entfachte und sein unerschütterliches Engagement für ein Leben in der Musik bekräftigte. Während seiner Studienzeit stieß Roy Orbison zufällig auf ein Lied namens Ooby Dooby, das von Dick Penner und Wade Moore geschrieben wurde. Inspiriert von der eingängigen Melodie und dem ansteckenden Rhythmus kehrte Roy mit Ooby Dooby in der Hand in seine Heimatstadt Wink, Texas, zurück und trat erneut mit den Wink Westerners auf. Im Jahr 1955 schrieb sich Roy am Odessa Junior College ein
und wollte zunächst Geologie als Hauptfach studieren, bevor er sich schließlich auf Geschichte und Englisch konzentrierte. Wie es das Schicksal wollte, verließen 2 Mitglieder der Wink Westerners die Gruppe, was dazu führte, dass neue Gesichter in die Gruppe aufgenommen wurden. Diese neue Besetzung erwies sich als Zufall, als die Band einen Talentwettbewerb gewann und sich damit eine eigene Fernsehshow auf Comedy TV in Midland sicherte. Inmitten des Trubels lokaler Fernsehauftritte und Tanzauftritte am Wochenende hinterließ eine zufällige Begegnung mit dem legendären Johnny Cash einen unauslöschlichen Eindruck auf Roys Reise. Cashs Freundlichkeit und Ermutigung veranlassten Roy dazu, darüber nachzudenken, sich mit dem Traum von einem Plattenvertrag an Sam Phillips, den geschätzten Besitzer von Sun Records, zu wenden. Trotz anfänglicher Rückschläge und Hürden, einschließlich eines humorvollen Missverständnisses über Johnny Cashs wahrgenommene Rolle bei Sun Records, blieb Roy in seinem Streben nach Erfolg unbeirrt. Sein unerschütterliches Selbstvertrauen und sein Engagement für sein Handwerk trieben ihn voran und überwanden Hindernisse mit Belastbarkeit und Entschlossenheit. Die wachsende Popularität der Wink Westerners führte schließlich zu einer weiteren Fernsehmöglichkeit bei Cosa TV, was zu einer Umbenennung in Teen Kings führte. Unter diesem Namen nahmen sie 1956 Ooby Dooby für das in Odessa ansässige Label G-Well auf. Der entscheidende Moment kam, als der örtliche Plattenladenbesitzer Papa Holyfield den Titel Sam Phillips am Telefon vorspielte, was dazu führte, dass Phillips den Bandmitgliedern einen begehrten Vertrag verlängerte. Roy Orbisons Weg zum Ruhm war voller Herausforderungen und Rückschläge. Doch seine unnachgiebige Beharrlichkeit und sein unerschütterlicher Glaube an seine Fähigkeiten brachten ihn seinen Träumen immer näher. Durch Belastbarkeit und Entschlossenheit verwandelte Roy Hindernisse in Trittsteine und ebnete so den Weg für seinen Aufstieg zur musikalischen Unsterblichkeit. Wie gingen er und die Band mit dem Druck um, der mit dem Erfolg einherging? Konnten sie trotz aller Widrigkeiten in der mörderischen Branche wirklich zusammenhalten? Früher Erfolg. Die Teen Kings gingen ins Sun Studio in Memphis, um Ooby Dooby für die Veröffentlichung bei Sun Records neu aufzunehmen. Der Song wurde im Mai 1954 als Sun Single 242 veröffentlicht und gelangte in die Billboard Hot 100, erreichte Platz 59 und verkaufte sich 200. Mal. Nach dem Erfolg ihrer Platte tourten die Teen Kings anschließend mit Sonny James, Johnny Horton, Carl Perkins und Cash. Roy war stark von Elvis Presley beeinflusst und trat frenetisch auf und tat alles, um Applaus zu bekommen, da sie nur einen Hit hatten. Er begann auch, Songs im Rockabilly-Stil zu schreiben, darunter Go 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 und Rockhouse. Mit diesem frühen Erfolg begann sich bei den Teen Kings Spannung zusammenzubrauen. Die Teen Kings trennten sich schließlich wegen umstrittener Autorenrechte und Tantiemen. Aber Roy blieb in Memphis und bat seine 16-jährige Freundin Claudette Frady, sich ihm dorthin anzuschließen. Sie wohnten im Haus von Phillips und schliefen in getrennten Zimmern. Im Studio konzentrierte er sich auf die Mechanik der Aufnahme. Phillips erinnerte sich, dass er von Roys Beherrschung der Gitarre viel mehr beeindruckt war als von seiner Stimme. Er beschloss, eine Ballade zu schreiben, die er der Clown nannte, und sie stieß auf mäßige Resonanz. Nachdem er es gehört hatte, sagte ihm Jack Clement, Produzent von Sun Records, dass er es nie als Balladensänger schaffen würde. Aber dank seiner harten Arbeit und Toleranz verbesserte er sich weiter. Zunächst hatte er keinen großen finanziellen Erfolg. Aber die Tantiemen von Claudette halfen ihm sehr und ermöglichten es ihm, eine Anzahlung für seinen eigenen Cadillac zu leisten. Roy fühlte sich durch die ihm von Sun Records auferlegten Zwänge eingeschränkt, legte die Aufnahme auf Eis und begann mit Tourneen durch ganz Texas. Doch der Reiz der Musik war zu groß, als dass er ihn hätte ignorieren können, was ihm eine kurze Residenz bei Acuff Rose Music einbrachte. Acuff Rose Music war eine Songwriting-Firma,
die sich hauptsächlich auf Country-Musik konzentrierte. Nachdem er einen ganzen Tag damit verbracht hatte, ein Lied zu schreiben, machte er mehrere Demonstrationskassetten auf einmal und schickte sie an Wesley Rose. Der versuchte, Musiker zu finden, um sie aufzunehmen. Anschließend arbeitete er mit Chet Atkins zusammen und war voller Ehrfurcht vor ihm, der mit Presley Gitarre gespielt und versucht hatte, seine Aufnahmen von Liedern anderer Autoren an das Plattenlabel RCA Victor zu verkaufen. Eines dieser Lieder war Scheint mir von Budlow Bryant. Bryants Eindruck von Roy war der eines schüchternen Jungen, der von der gesamten Musikszene ziemlich verwirrt zu sein schien. Er erinnert sich noch daran, wie er damals gesungen hat. Sanft, hübsch, aber fast verschämt, als könnte sich jemand durch seine Bemühungen stören und ihn zurechtweisen. Roy spielte nachts Konzerte und lebte mit seiner Frau und seinem kleinen Kind in einer winzigen Wohnung. Oft nahm er seine Gitarre mit zum Auto, um Lieder zu schreiben. Eines Tages klopfte der Songwriter Joe Melson, ein Bekannter von ihm, 1951 in Texas, an sein Autofenster und die beiden beschlossen, gemeinsam einige Songs zu schreiben. In 3 Aufnahmesitzungen in den Jahren 1950 und 1959 nahm er 7 Songs für RCA Victor in deren Studios in Nashville auf. Nur 2 Singles wurden vom Label als veröffentlichungswürdig eingestuft. Wesley Rose beschloss, dass es an der Zeit war, das Plattenlabel zu wechseln und machte den Produzenten Fred Foster von Monument Records auf Orbison aufmerksam. Das Plattenlabel, zu dem er bald wechseln würde. Denkmalaufzeichnungen und Ruhm. Monument Records war für ihn der richtige Ort, um seine musikalischen Fähigkeiten der gesamten Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Er entdeckte seine Ziele und seine künstlerische Vision wieder, was ihm rasanten Ruhm verschaffte, und mit der Hilfe von Fred Foster blühte er auf und wurde zu einem führenden Unternehmen in der Musikindustrie. Roy war einer der ersten Aufnahmekünstler, der den Nashville Sound populär machte, mit einer Gruppe von Musikern, die als Nashville A-Team bekannt waren. Der Nashville Sound wurde von den Produzenten Chet Atkins und Owen Bradley entwickelt, die eng mit Patsy Cline, Sam Phillips, dem Bassisten Bob Moore und Fred Foster zusammenarbeiteten. In seiner ersten Session für Monument in Nashville nahm Orbison einen Song auf, den RCA Victor abgelehnt hatte, Paperboy, unterstützt von With the Bug. Aber keiner von ihnen kam in die Charts. Roys einzigartiger Stil, The Sound, der im RCA Victor Studio B in Nashville mit dem Pionieringenieur Bill Porter kreiert wurde, die Produktion von Foster und die Begleitmusiker gaben seiner Musik einen ausgefeilten, professionellen Klang und ließen Roys stilistischen Neigungen endlich freien Lauf. Er verlangte eine Streichersektion und nahm damit 3 neue Lieder auf, von denen das bemerkenswerteste Uptown war, das er mit Joe Melson geschrieben hatte. Melson war von den Ergebnissen beeindruckt und erinnerte sich später, dass sie im Studio standen, sich die Playbacks anhörten und dachten, es sei der schönste Klang der Welt. In der Rolling Stone, Illustrated History of Rock and Roll heißt es, dass die Musik, die Roy in Nashville machte, dem Rock neuen Glanz verlieh und vergleicht die melodramatischen Effekte der Orchesterbegleitung mit den Musikproduktionen von Phil Spector. Uptown erreichte nur Platz 52 der Billboard Top 100 und er hatte sich zum Ziel gesetzt, irgendwo einen Vertrag mit einem gehobenen Nachtclub auszuhandeln. Sein erster Erfolg kam gerade, als die Rock'n'Roll-Ära der 1950er Jahre zu Ende ging. Ab 1960 wurden die Charts in den Vereinigten Staaten von Teenie-Idolen, Newcomer-Acts und Motown-Girl-Groups dominiert. Er wusste, dass er sich neu erfinden musste, wenn er relevant bleiben wollte. Roy und Joe Melson beschlossen, mit einem neuen Sound zu experimentieren und schrieben Anfang 1960 ein Lied, das Elemente aus Uptown und ein anderes von ihnen geschriebenes Lied namens Come Back To Me My Love verwendete und Streicher und die Doo-Wop-Backing-Sänger von Anita Kerr einsetzte. Es enthielt auch einen von Roy im Falsett angeschlagenen Ton.
der eine kraftvolle Stimme zum Ausdruck brachte, die laut dem Biografen Clayson nicht aus seiner Kehle, sondern tiefer in seinem Inneren kam. Das Lied war Only the Lonely Know the Way I Feel. Er und Melson versuchten, es Elvis Presley und den Everly Brothers vorzustellen, wurden aber abgewiesen. Stattdessen nahmen sie den Song im Nashville-Studio von RCA Victor auf, wobei Toningenieur Bill Porter eine völlig neue Strategie ausprobierte und den Mix von oben nach unten und nicht von unten nach oben aufbaute, beginnend mit nah abgenommenen Backing-Vocals im Vordergrund und endend mit der sanften Rhythmussektion im Hintergrund. Diese Kombination wurde zu seinem Markenzeichen. Only the Lonely schoss auf Platz 2 der Billboard Hot 100 und erreichte Platz 1 in Großbritannien und Australien. Ihm zufolge waren die nachfolgenden Lieder, die er in dieser Zeit mit Melson schrieb, mit Blick auf seine Stimme konzipiert, insbesondere um deren Bandbreite und Kraft zu demonstrieren. Er erzählte dem Rolling Stone 1908, dass ihm der Klang seiner Stimme gefiel. Es gefiel ihm, es zum Singen zu bringen, die Stimme zum Klingen zu bringen. Und er machte einfach weiter damit. Und er dachte, dass daraus irgendwo zwischen der Zeit von Ooby Dooby und Only the Lonely irgendwie eine gute Stimme geworden sei. Der Erfolg der Platte machte ihn über Nacht zum Star und er trat am Samstagabend in Dick Clarks Beechnut Show in New York City auf. Als Presley Only the Lonely zum ersten Mal hörte, kaufte er eine Schachtel mit Exemplaren, um sie an seine Freunde weiterzugeben. Melson und Roy folgten mit dem komplexeren Blue Angel, der in den USA Platz 9 und in Großbritannien Platz 11 erreichte. Es tut mir weh, weil ich nicht aufhören kann, dich zu lieben. Als die B-Seite in den USA auf Platz 27 stieg, in Großbritannien aber nicht in die Charts kam. Nun konnte er mit seiner Frau Claudette und seinem 1958 geborenen Sohn Roy Dwayne dauerhaft nach Nashville ziehen. Ein weiterer Sohn, Anthony King, folgte 1962 zurück im Studio. Auf der Suche nach Abwechslung zum Pop-Sound von Only the Lonely Blue Angel und I'm Hurting arbeitete er an einem neuen Song, Running Scared, der lose auf dem Rhythmus von Maurice Ravels Bolero basierte. Das Lied handelte von einem Mann, der nach dem früheren Freund seiner Freundin Ausschau hielt, von dem er befürchtete, er würde versuchen, sie ihm wegzunehmen. Er stieß auf Schwierigkeiten, als er feststellte, dass er nicht in der Lage war, die höchste Note des Liedes zu treffen, ohne dass seine Stimme brach. Er wurde von einem Orchester im Studio unterstützt und Porter sagte ihm, er müsse lauter singen als seine Begleitung, weil das Orchester nicht leiser als seine Stimme sein könne. Fred Foster stellte ihn dann in eine Ecke des Studios und umgab ihn mit Garderobenständern, sodass eine improvisierte Isolationskabine entstand, um seine Stimme hervorzuheben. Mit den ersten beiden Takes war er unzufrieden. Im dritten Satz verzichtete er jedoch auf den Einsatz des Falsettgesangs und sang das abschließende hohe A ganz natürlich. So zum Erstaunen aller Anwesenden, dass die Begleitmusiker aufhörten zu spielen. Mit dieser dritten Einstellung war Running Scared fertig. Fred Foster erinnerte sich später daran, dass er es getan hatte. Und alle sahen sich erstaunt um. So etwas hatte noch niemand gehört. Nur wenige Wochen später erreichte Running Scared Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts und Platz 9 in Großbritannien. Die Komposition seiner folgenden Hits spiegelte Running Scared wider, eine Geschichte über einen emotional verletzlichen Mann, der Verlust oder Trauer erlebt. Als er 1962 durch Australien tourt, nannte ihn ein australischer DJ liebevoll The Big O, teilweise aufgrund der großen Erfolge seiner dramatischen Balladen, und dieser Spitzname blieb ihm auch danach erhalten. Orbisons zweiter Sohn wurde im selben Jahr geboren und Orbison erreichte mit Dream Baby How Long Must I Dream, einem fröhlichen Song der Country-Songwriterin Cindy Walker, Platz 4 in den USA und Platz 2 in Großbritannien. Als Begleitband engagierte er The Webs aus Dothan, Alabama.
In Anlehnung an Roys Hit änderte die Band ihren Namen in The Candyman und spielte von 1962 bis 1967 mit ihm. Später setzten sie ihre Karriere fort und veröffentlichten einige Singles und 2 Alben in Eigenregie. Ebenfalls im Jahr 1963 nahm er mit der Gruppe Lear and Workin' for the Man Charts auf, in denen er über die Arbeit eines Sommers auf den Ölfeldern in der Nähe von Wink schrieb. Seine Beziehung zu Joe Melson verschlechterte sich jedoch, da Melson wachsende Bedenken hatte, dass seine Solokarriere nie in Gang kommen würde. Die Tragödie ereignet sich. Die Erfahrung seiner ersten Liebe war sowohl von Traurigkeit als auch von leidenschaftlicher Zuneigung erfüllt. Der Mann verfügte nicht nur über eine bemerkenswerte musikalische Begabung, sondern hatte auch eine tiefe Leidenschaft für Autos und Mechanik. Er war ein Mann mit vielen Talenten. Claudette und er hatten nicht nur eine Leidenschaft für Motorräder, sondern dies trug auch dazu bei, die starke Bindung zwischen ihnen zu festigen. Sie hatten viel Spaß beim Fahren auf Roys Motorrädern und am 6. Juni 1966 fuhr er mit Claudette Motorrad. Sie wollten unbedingt neue Routen entdecken und die Freiheit genießen, die das Fahren auf offener Straße mit sich bringt. Wenn dieses Fahrzeug nur nicht aus dem Nichts aufgetaucht wäre, wäre das Erlebnis noch schöner gewesen. Claudette verstarb augenblicklich. Roy, der sich mitten in seiner Trauer befand, widmete sich seinem Beruf und arbeitete mit Bill Dees zusammen, um Musik für The Fastest Guitar Alive zu komponieren, einen Film, in dem MGM ihn ebenfalls mitspielen sollte. Ursprünglich sollte es ein ernster Western werden. Später wurde daraus eine Komödie. Während des amerikanischen Bürgerkriegs war seine Figur ein Spion, der einen Goldvorrat stahl und den Auftrag hatte, ihn zu schützen und an die konföderierte Armee zu liefern. Außerdem erhielt er eine Gitarre, die sich in eine Waffe verwandeln ließ. Aufgrund der bei der Aufführung verwendeten Requisite war er in der Lage, den Satz „Ich könnte dich damit töten und gleichzeitig deinen Trauermarsch spielen“ vorzubringen. Falls Sie Interesse haben, kann ich Sie damit ermorden und gleichzeitig Ihren Trauermarsch spielen. Laut Colin Escott, einem angesehenen Biografen, gibt es keine Verurteilung. Er war mit dem Film zufrieden, obwohl er sowohl bei der Kritik als auch an den Kinokassen ein Flop war. MGM hatte 5 Bilder in seinen Vertrag aufgenommen, danach wurden jedoch keine Filme mehr produziert. Sowohl das von ihm aufgenommene Album, das den Liedern von Don Gibson gewidmet war, als auch das von ihm aufgenommene Album, das eines von Hank Williams Covern war, verkauften sich nicht gut. Während der Ära der Gegenkultur wurden die Charts von Musikern wie Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, The Rolling Stones und The Doors dominiert. Trotzdem war er sich sicher, dass die Popularität im Mainstream zurückkehren würde und erklärte anschließend, dass er nicht viel Musik gehört habe, mit der er sich identifizieren könne. Also stand er irgendwie da wie ein Baum, wo der Wind weht und die Jahreszeiten wechseln, aber du bist immer noch da und du blühst wieder auf. Er war so. Am 14. September 1968, als er in Großbritannien auf Tournee war und in Birmingham auftrat, erhielt er die Nachricht, dass sein Haus in Hendersonville, Tennessee, durch einen Brand zerstört worden war und dass seine beiden ältesten Söhne verstorben waren. Beamte der Feuerwehr behaupteten, dass das Feuer möglicherweise durch eine Aerosoldose ausgelöst worden sei, die möglicherweise Lack enthielt. Da Johnny Cash kein Interesse mehr daran hatte, das Eigentum an der Immobilie zu behalten, beschloss er, es ihm zu verkaufen. Anschließend zerstörte Johnny Cash das Gebäude und legte auf dem Grundstück einen Obstgarten an. Am 25. März 1969 heiratete er die in Deutschland geborene Barbara Jacobs. Er hatte Barbara Jacobs einige Wochen vor dem Tod seines Sohnes zum ersten Mal getroffen. Roy und Claudette zogen ihren jüngsten Sohn Wesley groß, der 1965 geboren wurde. Wesley wurde von Roys Eltern großgezogen. 1970 bekamen er und Barbara einen Sohn namens Roy Kelton und 1975 einen weiteren Sohn namens Alexander. Der Niedergang von Roy Orbison.
In den 1970er Jahren nahm Roy weiterhin Alben auf. Doch keines davon hatte Verkaufserfolg. 1964 hatte er das Ende eines Jahrzehnts erreicht, in dem er kein Album veröffentlicht hatte, das es in die Charts geschafft hatte. Obwohl er in Australien einige Singles veröffentlichte, gelang es ihm nicht, populäre Singles zu produzieren. Sein Geld ging so weit zurück, dass er anfing, seine eigenen Fähigkeiten in Frage zu stellen. Und in der Folge wurden einige seiner Aufnahmen aus den 1970er Jahren wegen schlechter Verkaufszahlen in den USA nicht im Ausland veröffentlicht. 1963 trennte er sich von MGM Records und unterzeichnete einen Vertrag mit Mercury Records für ein einziges Album. Laut Peter Lehmans Beobachtung war die Abwesenheit von Roy Teil des Mysteriums, das seine Person umgab. Aufgrund der Tatsache, dass nie hinreichend deutlich gemacht wurde, woher er kam, schien niemand darauf zu achten, wohin er gegangen war. Er hatte gerade das Zimmer verlassen. Eines konnte man jedoch bei Roy vermuten, und zwar seine Wirkung. Seine Lieder wurden von einer Reihe von Interpreten gecovert und sie haben gute Erfolge erzielt. Love Hurts wurde von Graham Parsons und Emmylou Harris erneut von der Hard-Rock-Band Nazareth und von Jim Capaldi überarbeitet. Orbisons Originalversion wurde ebenfalls von Jim Capaldi überarbeitet. In den Country-Charts belegte die von Sonny James gesungene Version von Only the Lonely den ersten Platz. Die Lieder von Roy wurden am Ende von Bruce Springsteens Auftritten gespielt. Und Glenn Campbells Interpretation von The Dream Baby reichte aus, um ihm einen bescheidenen Erfolg zu bescheren. Im Januar 1976 erreichte eine Sammlung von Roys größten Songs Platz 1 im Vereinigten Königreich. Im selben Jahr begann er auch als Vorgruppe für die Eagles, die zuvor Linda Ronstadts Vorgruppe gewesen waren. Im Jahr 1977 coverte Ronstadt selbst Blue Bayou und ihre Interpretation des Liedes erreichte den 3. Platz der Charts. Gerade dieser Tarnung verdankte er die Wiederherstellung seines Vermächtnisses in den Köpfen der Öffentlichkeit, wenn nicht sogar seines Berufsstandes im Besonderen. 1976 unterzeichnete er einen neuen Vertrag mit Monument und arbeitete mit Fred Foster an der Produktion von Regeneration. Doch das Album erfreute sich nicht größerer Beliebtheit als das vorherige. Trotz der Tragödie gibt es Hoffnung. Als es ihm gegen Ende 1977 nicht gut ging, beschloss er, den Winter auf Hawaii zu verbringen. Er ließ sich in ein Krankenhaus an diesem Ort einweisen und die durchgeführten Tests ergaben, dass seine Herzkranzgefäße erheblich verstopft waren. Der 18. Januar 1978 war der Tag, an dem er sich einem 3-fachen Coronabi-Pass unterzog. Er war nicht nur seit seiner Jugend ein starker Raucher, sondern litt seit 1960 auch an 12-Fingerdarmgeschwüren. Obwohl er berichtete, dass er sich nach der Behandlung revitalisiert fühlte, ging er davon aus, dass sein Gewicht für den Rest seines Lebens weiter schwanken würde. Im Jahr 1980 veröffentlichte Don McLean den Song als Crying, der schnell an die Spitze der Charts gelangte, zunächst in den Niederlanden, dann in den USA, wo er bis auf den 5. Platz kletterte und dort insgesamt 15 Wochen blieb. Neben den Charts in Irland war es 3 Wochen lang auch im Vereinigten Königreich an der Spitze der Charts. Pretty Woman war eines der Lieder, die er 1981 in einer Folge von Dukes of Hazzard sang. Auch wenn Roy in den Vereinigten Staaten fast völlig vergessen war, konnte er 1989 in weniger erwarteten Gegenden wie Bulgarien Erfolge erzielen. Als er feststellte, dass er dort genauso beliebt war wie 1964, war er völlig verblüfft. Da er auf den Straßen Sofias von Menschen umgeben war, war er gezwungen, in seinem Hotelzimmer zu bleiben. 1981 erhielten er und Emmylou Harris einen Grammy Award für ihr Duett That Lovin' You Feelin' Again, das in der Komödie Roadie verwendet wurde. Orbison trat in dem Film auch als Cameo-Auftritt auf. Und die Dinge waren dabei, besser zu werden. Der Grammy war seine erste Auszeichnung und er war optimistisch, was seine Chancen auf ein vollständiges Comeback in der Mainstream-Musik anging.
Währenddessen produzierte Van Halen eine Hardrock-Version von Oh Pretty Woman auf ihrem 1982 veröffentlichten Album Diver Down. Dies trug dazu bei, Orbisons Musik einer neuen Zielgruppe vorzustellen. Tod einer Ikone. Das Datum seiner Aufführung war der 4. Dezember 1988 und sie fand im Front Row Theater in Highland Heights, Ohio, statt. Aufgrund seiner Erschöpfung kehrte er in seine Residenz in Hendersonville zurück, um sich ein paar Tage zu entspannen, bevor er einen weiteren Flug nach London nahm, um 2 weitere Filme für die auf Tournee befindlichen Wilburys zu drehen. Am 6. Dezember 1988 verbrachte er den Tag mit seinem Kumpel und Busfahrer Benny Birchfield beim Fliegen von Modellflugzeugen. Nach dem Tag gingen sie zum Abendessen zu Birchfields Haus in Hendersonville. John Birchfield war mit John Shepard verheiratet, einer Country-Sensation. Roy erlag im Alter von 52 Jahren einem Herzinfarkt, kurz nachdem er sich für den Toilettengang entschuldigt hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er an den Folgen des Herzinfarkts verstarb. In Nashville wurde ein Gedenkgottesdienst für Roy abgehalten und in Los Angeles fand ein weiterer Gedenkgottesdienst statt. Es wurde festgestellt, dass er auf einem nicht gekennzeichneten Friedhof auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery beigesetzt wurde. Die Folgen seiner Ohnmacht. Am 11. Januar wurde Mystery Girl als erstes Album von Virgin Records veröffentlicht. You Got It, geschrieben von Lynn und Tom Petty, war der erfolgreichste Song auf dem Album Mystery Girl. You Got It erreichte den 9. Platz in den USA und den 3. Platz im Vereinigten Königreich. Für dieses Lied erhielt er posthum eine Nominierung für einen Grammy Award. Laut Rolling Stone ist Mystery Girl eine akribisch zeitgenössische Produktion, die es schafft, die enorme Weite und Majestät seines typischen Sounds zu verbergen. Da das Album alles einfängt, was Orbison großartig gemacht hat, ist es ein passender Abschiedsgruß für die Band. Sein Album Traveling Wilburys Volley 1 blieb in den USA insgesamt 53 Wochen in den Charts und erreichte Platz 3. Es erreichte Platz 1 in Australien und Platz 16 im Vereinigten Königreich. In der Kategorie Beste Rock-Performance eines Duos oder einer Gruppe wurde das Album mit einem Grammy ausgezeichnet. Laut Rolling Stone war es eines der 100 besten Alben, die in diesem Jahrzehnt veröffentlicht wurden. Am 11. April 1988 erhielt er die Auszeichnung, der erste Künstler seit Elvis Presley zu sein, der 2 Alben gleichzeitig in den Top 5 der US-Albumcharts platzierte. Sein Album Mystery Girl landete auf Platz 5, während Traveling Wilburys Volley 1 war auf Platz 4. Am 11. Februar 1989 erlebte er im Vereinigten Königreich einen noch größeren posthumen Erfolg und erhielt 2 Soloalben, die zu den 3 besten Alben des Landes zählten. Die Kompilation mit dem Titel The Legendary Roy Orbison landete auf Platz 3, während Mystery Girl das zweitbeliebteste Album war. Obwohl Roy bei den Dreharbeiten zum Video zu Traveling Wilburys Handle with Care anwesend war, wurde das Video zu End of the Line nach seinem Tod gedreht und nach seinem Tod veröffentlicht. Das Video zeigt Orbisons Gitarre, wie er in einem Schaukelstuhl neben einem gerahmten Foto von Orbison sitzt, während er im Song End of the Line Gesangssoli spielt. Ein weiteres Album mit Orbison-Songs mit dem Titel King of Hearts wurde am 20. Oktober 1992 unter demselben Namen veröffentlicht. Im Rahmen der 25th Anniversary Deluxe Edition von Mystery Girl wurde im Jahr 2014 eine Track-Demo seines Songs The Way is Love der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Um das Jahr 1986 herum wurde der Song zunächst von Anfang an mit einem Stereokassettenrekorder aufgenommen. Roy Orbison hat nicht nur den Gesang für den Track gesungen, sondern seine Kinder haben auch die Instrumentalmusik dazu beigetragen. Johnny Carter Cash war derjenige, der es produziert hat. Bleibendes Erbe.
Roy Orbison entwickelte sich in den 1950er Jahren zu einer bemerkenswerten Ausnahme in der pulsierenden Rock'n'Roll-Landschaft. Obwohl die Ära von hämmernden Backbeats, ausgelassenen Gitarren und Themen trotziger Jugend geprägt war, brachten Orbisons Platten mit ihrer unorthodoxen Struktur und Thematik etablierte Traditionen durcheinander. Auch wenn er behauptet, keinen Einfluss von klassischer Musik zu haben, wird er aufgrund seiner ätherischen Stimme und faszinierenden Spielweise mit Künstlern verglichen, die eine klassische Ausbildung genossen haben. Dies hat ihm Vergleiche mit Musikern eingebracht, die eine klassische Musikausbildung absolviert haben. Orbison reproduzierte nicht nur klassische Musik, wie Peter Lehman einfühlsam betonte, vielmehr etablierte er einen neuen Weg in der Popmusik und ließ sich dabei von einer Vielzahl von Musikstilen inspirieren, die ihn während seiner gesamten Gründungsjahre berührten. Orbisons musikalisches Erbe wird von Roy's Boys LLC, einem in Nashville ansässigen Unternehmen, das von seinen Söhnen gegründet wurde, um das musikalische Erbe ihres Vaters zu feiern und zu verteidigen, gewissenhaft bewahrt. Orbison wird liebevoll Big O und Caruso of Rock genannt. Sowohl die Ankündigung einer ehrgeizigen holographischen Tournee mit dem Titel In Dreams, Roy Orbison in Concert, als auch die Ankündigung der Platte Unchained Melodies, an der Roy Orbison und das Royal Philharmonic Orchestra teilnehmen werden und die am 16. November 2018 erscheinen soll, erfolgten gleichzeitig. Diese Kombination aus Orbisons trauriger Stimme und der Erhabenheit des Orchesters sollte seine legendären Melodien auf eine zugleich absolut großartige Weise neu interpretieren. Der bekannte Musikkritiker Dave Marsh lobte das Werk, das Orbison hervorgebracht hat, als ein Universum für sich, das mit seiner anhaltenden Anziehungskraft die Grenzen der Popmusik überschreitet. Seine Musik entzieht sich, ähnlich wie der mysteriöse Mann selbst, jeder Kategorisierung, indem sie von den Mainstream-Strömungen des Rock'n'Roll abweicht, um mit den Grenzen des Fremden zu flirten. Orbisons Meisterschaft einer alternativen Vision populärer Musik, in der Kreativität Vorrang vor Konformität hatte, wurde von Peter Watrous in einer Rezension gelobt, die in der New York Times veröffentlicht wurde. Orbisons Vorliebe für dramatische Linkswendungen in seiner Musik wurde von Bernie Taupin gelobt, der als geschätzter kreativer Partner von Elton John gilt. K.D. Lang hingegen war erstaunt über das Überraschungselement, das Orbisons Werke durchdrang, was sich in der letzten Note von Running Scared zum Ausdruck brachte. Die künstlerische Leitung, die Orbison vorgab, stellte für die Musiker, die das Glück hatten, während seiner gesamten Karriere mit ihm zusammenzuarbeiten, häufig eine Herausforderung dar. Orbisons Bereitschaft, Konventionen zu missachten, wurde von Jerry Kennedy, einem Session-Gitarristen aus Nashville, beschrieben. Kennedy sagte, dass seine Befehle anfangs vielleicht verblüffend wirkten, aber dass sie schließlich beim wiederholten Zuhören ihre Genialität offenbarten. Im Laufe seiner Karriere hinterließ Roy Orbison ein ewiges Erbe, das von Erfindungsreichtum, Eigenartigkeit und unerschütterlicher, kreativer Integrität geprägt war. Die Tatsache, dass Orbisons Talent nicht in der Fügsamkeit, sondern in der mutigen Verfolgung seiner individuellen Vision beruht, wird uns bewusst gemacht, wenn wir die unvergleichlichen Beiträge würdigen, die er zur Musikwelt geleistet hat. Nun fragen wir Sie, was halten Sie von Roy Orbisons Geschichte, nachdem Sie sich dieses Video angesehen haben? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. War es tragischer als erwartet? Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren, wenn Ihnen dieses Video gefällt. Weitere Videos sind jetzt auf dem Bildschirm. Bis zum nächsten Mal.